Mahlzeit, Leute. Da ich bei Facebook, Instagram und auch bei YouTube des Öfteren dieselben Fragen gestellt bekomme, dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit mal, um mich selbst mal zu motivieren, mich auf die andere Seite der Kamera zu setzen, was ich schon lange vor mir herschiebe, und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, um das Ganze mal zu machen. Mein Name ist Marcel, ich bin 29, komme aus dem schönen Hunsrück in der Nähe von Koblenz. Und bin eigentlich, seitdem ich einen Führerschein habe und mein erstes Auto habe, fahrzeugverrückt. 2013 kam dann der M5 dazu, den ich relativ lang gesucht habe. Und an dem Tag, als wir den holen gefahren sind, wäre es auch beinahe nicht dazu gekommen, dass ich ihn kaufe, weil nach 4 Fahrzeugen, die wir besichtigt hatten, meine Laune einfach im Keller war, weil man einfach festgestellt hat, wie überschwemmt der Markt einfach von Mist ist. Ich hatte Glück, dass ein guter Freund dabei war, der noch auf die Schnelle einen bei Mobile rausgesucht hat, den ich eigentlich gar nicht mehr angucken wollte, aber ich wurde dann quasi dazu gedrängt, dahin zu fahren. Was ein Glück, sonst hätte ich den Wagen heute nicht hier stehen. Zumindest mal nicht den Wagen. Und das war eigentlich auch ein richtiger Glückstreffer. Der Wagen war 6 Jahre abgemeldet, stand in der Tiefgarage, wurde immer nur mit roter Nummer bewegt, regelmäßig halt dann zum TÜV gebracht und auch Inspektionen wurden regelmäßig durchgeführt, sodass der Wagen einfach weiter gepflegt wurde, aber halt nur noch mit roter Nummer bewegt wurde für längere Strecken. Was mir natürlich sehr zugute kam, dass der Wagen einfach eine bombastische Ausstattung hatte, die nicht primär erforderlich war, weil mit dem Wagen hatte ich eigentlich andere Sachen im Sinn, aber alles, was man hat, ist nice to have. Dementsprechend habe ich den Wagen gekauft und es ging dann eigentlich auch relativ zügig los mit den ersten Veränderungen. So die üblichen Kleinigkeiten, ohne viel Geld auszugeben, Bremssättel lackieren, Tieferlegungsfedern rein und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich nicht lange dabei geblieben, wie man heute sieht. Ich habe den Sebastian aus Dresden kennengelernt und damit fing das eigentlich alles an. Es ging über Auspuff bis zur Kennfeldoptimierung, weiter über Felgen, Fahrwerk und die Bremsanlage. Das alles eigentlich schon im Vorgriff auf das, was folgen sollte. Die Felgen wurden eingebaut, weil die Bremsanlage drauf sollte. Die Bremse wurde natürlich montiert für die Leistung, die rein sollte. So habe ich halt über die Jahre vorbereitend das Fahrzeug zusammengestellt, um dann im letzten Schluss die Leistungssteigerung draufzusetzen. Weil ich bin der Meinung, es sollte der Rest erst angepasst sein, bevor das Auto mehr Leistung bekommt. Dementsprechend wurde dann im Winter 2015, 2016, ich nenne es jetzt mal die Kompressor Stage 1 verbaut, so dass ich den Wagen zum Saisonbeginn 2016 wieder hier hatte, mit damalig 670 PS gemessen und auch schon der Wassermeter-Null-Anlage verbaut. Einfach nur zum Schutz des Triebwerks, weil Block, Kolben, die Innereien soweit Serie sind. Unter anderem auch die Kopfdichtung, was bei dem Fahrzeug ja in Verbindung mit den dünnen Stegen ein relativ großes Problem ist. So bin ich dann die Saison 2016 auch gefahren, um halt einfach auch mal ein paar Erfahrungen zu machen mit dem Ganzen. Ich hatte bis dato nicht so ein leistungsstarkes Auto. Das Auto ist auch so ziemlich das erste in dem Setup, was es so gibt. Es ist also kein Kompressorkit von der Stange. Es wurde wirklich alles selbst gebaut. Von der Ansaugung über den Ladeluftkühler bis hin zum Tragwerk, wo der Kompressor drauf montiert ist alles Eigenentwicklung. Nichts aus dem Regal. Es gibt einfach für den Wagen nichts Ordentliches aus dem Regal. Jetzt werden wieder viele kommen und sagen, ja, es gibt ESS. ESS ist freundlich ausgedrückt einfach zu langsam und dementsprechend kam halt nur wirklich eine Eigenentwicklung in Frage. Und ich muss da auch mal einen kleinen Shoutout machen an Sebastian aus Dresden, der mittlerweile selbstständig ist mit seiner Firma Force Motors. Ich verlinke euch auch die Website und die Facebook-Seite unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Also wenn ihr Bock habt, auch aus dem Auto ein bisschen Leistung zu kitzeln, sei es über ein Kennfeld oder auch einen größeren Umbau, das sind einfach die Leute, wo ihr euch dran wenden solltet. So, genug der Werbung. Im Winter 2016, 2017 ging der Wagen dann wieder nach Dresden, einfach um gewisse Feinheiten noch rauszukitzeln, den Leerlauf nochmal ordentlich anzupassen, weil, wie gesagt, nichts von der Stange, es gab's noch nicht so. Und auf dem Wege wurde halt das ganze Kennfeld nochmal neu überarbeitet, womit dann zum Saisonbeginn 2017 705 PS auf der Uhr standen, was ohne eine Änderung des Ladedrucks einfach wirklich eine krasse Sache ist. Wir fahren aktuell 0,65 Bar mit, wie gesagt, Serieninnereien. Das Einzige, was geändert wurde, sind die Zylinderköpfe und halt die Revidierung wurde gemacht. Wir haben Steuerkette neu, Bläulager neu. Alles, was man so machen kann. Vanos ist komplett überholt, um einfach da auf Nummer sicher zu gehen. Aber der Block ist, wie gesagt, unangetastet. Wenn ihr mehr Infos dazu wollt, was gemacht wurde, alles, ich denke, das führt hier einfach auch zu weit, könnt ihr in meiner Videobeschreibung auf meine Facebook-Seite gehen. Da steht alles wirklich bis ins kleinste Detail. Das Setup ist jetzt aktuell das, was ich fahre, was auch so sehr, sehr gut läuft. Der Wagen läuft jetzt seit knapp 15.000 Kilometern mit dem Kompressor, ohne größere Auffälligkeiten, kein Ölverbrauch, kein Wasserverbrauch, nichts. Und ich denke, das ist für so einen Umbau schon eine coole Sache. Also der Wagen ist schon was Einmaliges.
Somit war es das dann hier von meiner Seite erstmal. Ich denke, reicht für heute. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Abo da, einen Daumen hoch, gerne auch Kommentare, Anregungen, Kritiken etc. Bin ich für alles offen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es wird da auf jeden Fall jetzt mehr kommen und da ich euch natürlich nicht nur voll labern wollte, gibt es natürlich jetzt auch noch ein paar bewegte Bilder. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! For the faint of heart, this night ain't for the faint of heart, 'cause the faint of heart